Es ist doch einfach. Wer Äpfel kaufen will, geht in den Laden, läuft bis in den hintersten Winkel des Gebäudes, begibt sich zur Kasse, steckt spontan ein paar Kekse nach Lust und Laune mit in die Einkaufstüte und bezahlt. Als ich letztens aber einen Notizblock im Internet bestellen wollte, hatte ich am Ende meines Auswahlverfahrens Produkte im Warenkorb, die ich nie hinzugefügt habe. Diese Verkaufsmasche nennt sich Sneak into Basket und gehört zu einer Reihe manipulativer Designs von Benutzeroberflächen, denn im Internet geht es eben wie eh und je um Aufmerksamkeit. Deshalb haben sich User Interface Designer Elemente überlegt, die man seit 2010 Dark Patterns nennt. Normalerweise stellen wir uns unter schlechtem Design ein Layout vor, das in PowerPoint zusammengeschustert wurde und irgendwie den Weg ins Internet fand. Es gibt jedoch eine andere, schlechte Art von Design, die mit viel Liebe zum Detail und angereichertem Verständnis der menschlichen Psychologie entworfen wurde. Sie bringt Benutzer von Online-Shops, Zeitungen und Streaming-Plattformen dazu, Dinge zu tun, die sie sonst nie getan hätten. Harry Bruniel, Experte für User Experience, gab 2010 diesen Methoden den Namen Dark Patterns. Unternehmen, die für ihren Online-Auftritt ein großes Budget haben, betreiben sogenanntes A/B-Testing, eine Testmethode, bei dem in diesem Fall 2 Webdesigns an einer Personengruppe getestet werden. In einem Labor würde das Verhalten protokolliert und manuell analysiert werden. Bei Firmen, die Millionen von Kunden online bedienen, ist mit präzisem Nutzertracking eine noch differenzierte Analyse möglich, um die Kaufbereitschaft zu erhöhen. Menschliche Fehler, die psychologisch zu begründen sind, sorgen dafür, dass Dark Patterns diesen Zweck erfüllen. Welchen Betrag würdest du meiner neu gegründeten Klimaschutzorganisation spenden, um weiterhin warmes Klima genießen zu können? Zum Beispiel 50 Euro oder etwa nur beispielsweise 5 Euro? Dieses Beispiel orientiert sich am Anker-Effekt, einem Effekt der kognitiven Verzerrung, der Menschen unbewusst beim Schätzen von Zahlenwerten durch Umgebungsinformation beeinflusst. Ein Dark Pattern, wie es hier dargestellt ist, sind Muster, die gut darin sind, diese Fehler in unserem Denken zu optimieren und sie zum eigenen Vorteil zu nutzen. Dark Patterns werden oft nach ihrer Wirkungsweise in 5 Gruppen eingeteilt: Druck, Zwang, Hindernisse, Täuschung und Irreführung. Je nach Absicht und Methode lässt sich ein Muster in eine gewisse Kategorie einordnen. Im Scarcity Pattern erweckt eine Bestandsanzeige den Eindruck, dass von einem Produkt nur noch wenig Teile auf Lager verfügbar sind. Auf die gleiche Art und Weise funktioniert das Countdown Pattern, bei dem eine Ware nur noch für bestimmte Zeit kaufbar scheint. Oder die Kundenbewertungen, die bei einer Produktbeschreibung direkt eingeblendet werden, um auf das Pattern Social Proof zu setzen. Meist sind diese Mittel schlicht erfunden oder setzen sich nach einer gewissen Zeit zurück und werden von neuem eingesetzt. Confirm Shaming löst zum Beispiel Schuldgefühle aus, indem die Option zur Ablehnung deutlich gereizt formuliert wirkt. Das deutliche Ablehnen dieser so vernünftigen und wundervollen Option suggeriert, dass man dadurch schlechter handelt. Wie ein nerviges kleines Kind setzt das Nagging Dark Pattern auf nörgelndes Auffordern zum Akzeptieren einer Meldung. Man muss keine Auswahl treffen und kann das Problem vor sich herschieben, aber in den meisten Fällen geben Nutzer einfach auf, um sich das ständige Wegklicken zu ersparen. Im Kapitel Zwang existieren 2 Patterns, die über das Druckmittel hinausgehen. Forced Review bezeichnet ein Fenster, das nach kurzer Nutzungszeit aufpoppt und zum Beispiel das Akzeptieren der Datenschutzrichtlinien oder die Registrierung voraussetzt, damit der Dienst weiterhin gebraucht werden kann. Forced Continuity macht das Nutzen einer Plattform direkt von einer Registrierung bei einem Probeabonnement abhängig, das sich aber kostenpflichtig bzw. zu einem höheren Preis automatisch verlängert. Die Folgekosten werden verschleiert. Cookie-Banner gehören unter anderem in die Kategorie der Hindernisse. Das Click-Fatigue-Pattern sorgt für einen mühsamen Weg durch die Cookie-Einstellungen der jeweiligen Website. Die Preselection wählt eine abänderbare Wahl zwischen verschiedenen Optionen. Das ist jetzt vielleicht nicht die größte Kunst der Manipulation, aber diese Patterns setzen darauf, dass Nutzer vergessen, die Änderung im Verlauf vorzunehmen. Das bekannte Beispiel eines Kontos, das man zwar einfach erstellen kann, aber nur sehr schwer wieder löschen, da man persönlich den Support kontaktieren muss, nennt sich Roach Motel. Die Anmeldung oder das Abonnieren eines Newsletters ist wesentlich einfacher als dessen Kündigung. Vor allem, wenn dieses Designelement auch noch optisch fast nicht zu sehen ist. Ich habe am Anfang schon über ein Beispiel der Kategorie Täuschung gesprochen. Das Sneak into Basket Modell ist gleichzusetzen mit dem Hidden Cost Pattern.
Zusätzliche Kosten im letzten Abschnitt einer Bestellung, das Akzeptieren bestimmter Zahlungsmethoden, die Versandkosten oder Steuern, die kurz vor der Bestellung nebenbei aufgeführt werden. Begriffe wie Irreführung und Täuschung liegen zwar nah beieinander, aber bedeuten zumindest in diesem Kontext andere Wirkungen. Bei irreführenden Dark Patterns setzt man gezielt grafisch oder sprachliche Ablenkungen ein, um die Erwartungen des Kunden zu enttäuschen. Möchten Sie unseren Newsletter wirklich nicht weiterhin erhalten? Diese Trick Question ist durch die zwei Optionen nicht klar formuliert und sorgt für Verwirrung, ähnlich wie Misdirection. Cookie-Einstellungen, die zwar änderbar sind, aber durch den farblich hervorgehobenen Knopf zurückgestellt werden und alle Cookies akzeptiert. Dark Patterns sind nicht illegal, es sind Muster, die Designer im gesetzlichen Graubereich geschaffen haben. Das rechtliche Vorgehen gegen illegale Designelemente lohnt sich in den meisten Fällen aber sowieso nicht als Nutzer solcher Plattformen. Uns bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, als uns selbst vor Dark Patterns zu schützen. Nicht zu überstürzt handeln und blind anzuklicken hilft. Und das ist hiermit bestätigt.